Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und unkompliziertes Rezept für Gnocchi mit Käsesoße. Dafür als erstes für die Soße 25 Gramm Butter in einen Topf geben, bei mittlerer Hitze erwärmen und sobald die Butter komplett geschmolzen ist und anfängt zu schäumen, 25 Gramm Mehl dazugeben, beides gut miteinander verrühren, etwa eine Minute anschwitzen, dann 500 Milliliter kalte Milch dazu gießen, die Milch klumpfrei unterrühren und wenn das erledigt ist, können wir die Soße würzen, einen Teelöffel Senf dazugeben, hier einen halben Teelöffel Zwiebel- und Knoblauchpulver, einen halben Teelöffel Muskatnuss und eine gute Prise Salz und Pfeffer. Die Gewürze unterrühren, die Soße anschließend zum Kochen bringen, für etwa 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, dabei ständig mit einem Schneebesen rühren, damit nichts am Topfboden ansetzen kann und danach vom Herd ziehen. Als nächstes kommt der Käse dazu. Ich habe hier 200 Gramm geriebenen Bergkäse. Dazugeben und unterrühren, bis der Käse komplett geschmolzen ist. Zum Schluss noch 100 Gramm saure Sahne unterrühren und dann ist die Käsesoße fertig. Kurz zur Seite stellen und jetzt 1 Kilogramm Gnocchi aus dem Kühlregal in eine passende Auflaufform geben. 200 Gramm gefrorene Erbsen auf die Gnocchi geben, ebenfalls etwas verteilen und zum Schluss alles mit der vorbereiteten Käsesoße übergießen. Danach kommt der Gnocchi-Auflauf für 25 bis 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze, bis die Oberfläche goldbraun und knusprig ist. Den fertigen Gnocchi-Auflauf aus dem Ofen holen. So sieht er dann aus. Anschließend auf Tellern verteilen. Eventuell mit fein gehacktem Schnittlauch garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.